Auf einer Farm in der Nähe des Krüger-Nationalparks lebte ein altes weißes Pferd namens Moja. Moja war dem alten Herrn viele Jahre lang treue Begleiterin gewesen und hatte ihm beim Tragen von Gütern geholfen. Doch das Alter hatte Moja geschwächt, seine Beine zitterten und er war nicht mehr stark genug zum Arbeiten. Der Herr sah, dass Moja nutzlos war und ließ ihn viele Tage lang ohne Licht im Stall zurück. Eines Morgens band er Moja ein Seil um den Hals und führte ihn zu der wilden Wiese in der Nähe des Reservats. Das Grasland erstreckte sich weit und breit, nur ein trockener Baum war zu sehen, und es war ein heißer, feuchter Tag. Er band Moja an den Baum, sah ihn ein letztes Mal an, drehte sich dann um und ging, ohne ein Wort zu sagen. Moja drehte den Kopf, um ihm nachzusehen, seine Augen traurig, als wüsste er, dass er für immer verlassen war. Der Nachmittagswind wehte durch seine zerzauste weiße Mähne, er hatte nicht mehr die Kraft zu weinen oder sich zu wehren. Die Sonne ging allmählich unter und ließ das einsame Pferd mitten im Grasland zurück, begleitet vom traurigen Pfeifen des Windes. Nachts stand Moja still, hungrig und durstig, seine Beine zitterten, alte Kratzer begannen zu bluten. Insekten flogen um ihn herum, und der Nachttau brannte auf seiner Haut. Moja wurde gelegentlich schwach, als riefe er in der weiten, unbeantworteten Weite um Hilfe. Der alte Baum war der einzige Platz, an dem er sich anlehnen konnte, doch die Seile hatten seinen Hals bereits bluten lassen. Diese Nacht war länger denn je, das alte Pferd wartete auf ein Wunder oder das Ende. Am nächsten Morgen erregten der Geruch von Blut und das schwache Wiehern die Aufmerksamkeit eines Rudels hungriger Löwen. 3 Löwinnen und 2 Löwen lauerten aus der Ferne und näherten sich leise. Moja bemerkte die Schatten von Raubtieren, konnte aber weder weglaufen noch sich wehren. Seine Augen weiteten sich vor Angst, sein Herz hämmerte, als er die goldenen Augen näher kommen sah. Das Löwenrudel umkreiste den Baum, schnüffelte, knurrte leise und bereitete sich auf den Sprung vor. Moja presste sich gegen den Baumstamm. Sein Körper zitterte, sein Kopf war gesenkt, er ergab sich seinem Schicksal. Eine Löwin hob ihre Krallen, brüllte und stürmte auf das hilflose Pferd zu. In diesem Moment ertönte aus der Ferne das Motorengeräusch eines Jeeps und ließ das Löwenrudel stehen bleiben. Die beiden Ranger im Auto bemerkten die schreckliche Szene vor ihren Augen und stiegen sofort aus. Einer griff schnell nach einer Waffe, der andere hob sein Fernglas, um die Löwen genau zu beobachten. Sie erkannten, dass das Pferd angebunden und mit Wunden übersät war, definitiv kein Wildtier. Ohne zu zögern beschlossen sie, sofort einzugreifen, um das arme Tier zu retten. Die beiden Ranger waren Elia Dlamini und Richard van ZYL, die seit über 10 Jahren im Krüger-Nationalpark arbeiteten. Elia hob seine Waffe gen Himmel und feuerte einen lauten Schuss ab, der die Löwen aufschreckte. Richard schrie laut und klatschte drohend in die Hände, woraufhin die Löwen zurückwichen. Einer brüllte wütend, folgte der Herde aber widerwillig ins Gebüsch. Als die Gefahr vorüber war, näherten sich die beiden Ranger Moja mit mitfühlenden Blicken. Sie banden dem Pferd den Hals ab und untersuchten jede blutige Wunde am ganzen Körper. »Das ist ein Hauspferd. Ausgesetzt«, murmelte Elia und strich sanft über die schmutzig weiße Mähne. Moja sah sie mit Tränen in den Augen an, als wüsste er, dass er dem Tod nur um Haaresbreite entkommen war. Richard sagte, wir können es nicht hier lassen, wir müssen es ins Zentrum bringen. Elia nickte, und gemeinsam halfen sie dem Pferd, langsam zum Jeep zu gehen. Moja versuchte trotz seiner schmerzenden Beine zu gehen, aber die Nähe einer Person gab ihm ein Gefühl der Sicherheit. Richard trug ein altes Tuch und breitete es unter dem Lastwagen aus, während Elia das Pferd vorsichtig hinaufführte. Auf dem Rückweg riefen sie die Veterinärstation des Naturschutzzentrums an, um alles vorzubereiten. Die Kutsche rollte über die weite Wiese und ließ einen einsamen Baum zurück, der mit getrocknetem Blut befleckt war. Moja hob den Kopf, um wieder zum Himmel zu blicken. Das Morgenlicht, das durch die Wolken fiel, schien sanfter. Die beiden Männer wandten sich einander zu, sagten nichts, spürten aber eine gute Nachricht. Moja war kein verlassenes Pferd mehr, er war auf dem Weg zurück ins Leben. Elia flüsterte, es ist nicht alle Hoffnung verloren, wenn wir ihm helfen und ihn retten können. Im Zentrum angekommen, kamen Tierärztin Clara Bosch und ihr Team schnell heraus, um Moja zu begrüßen und zu untersuchen.
Clara reinigte die Wunden vorsichtig, desinfizierte sie und spritzte Moja Schmerzmittel. Er hat viel Blut verloren, aber glücklicherweise keine ernsthaften inneren Verletzungen, sagte Clara zu Richard. Elia brachte Moja sauberes Wasser zu trinken, und das Pferd trank dankbar kleine Schlucke. In den folgenden Tagen wurde Moja in einem separaten Stall mit Dach und warmem Stroh untergebracht. Richard und Elia kamen jeden Morgen abwechselnd zu Besuch und brachten ihm Karotten und rote Äpfel. Moja war anfangs schüchtern, begann dann aber jedes Mal, wenn Elia kam, mit den Ohren zu wedeln und seinen Kopf an ihm zu reiben. Clara untersuchte die Wunde täglich, trug Salbe auf und linderte den alten Schmerz, der sich angesammelt hatte. Eine Woche später konnte Moja wieder länger stehen und ohne zu zittern im Hof laufen. Elia rief glücklich, er hat sich schneller erholt als erwartet. Auch die Mitarbeiter der Station liebten Moja und nannten ihn einen besonderen Gast. Ein kleines Mädchen namens Lindy, Claras Tochter, malte sogar ein Bild für Moja mit den Worten »Tapferes Pferd«. Richard reparierte den alten Stall hinter dem Zentrum und beschloss, Moja langfristig bei sich zu lassen. An goldenen Nachmittagen fuhr Elia mit dem Fahrrad auf den Hof, um Moja zwischen den Bäumen laufen zu lassen. Er hatte nicht mehr den müden Blick des Tages, als er ausgesetzt worden war, seine Augen waren hell und voller Leben. Obwohl an seinem Körper noch einige Narben zurückbleiben, hat Moja ein schmerzhaftes Kapitel hinter sich. Es gehörte wieder einem Ort der Liebe und wurde wie ein Lebewesen behandelt. Elia sprach oft mit Moja wie mit einem alten Freund und erzählte Geschichten von Patrouillen und vom Wetter. Moja schien zu verstehen, seine Ohren zuckten jedes Mal, wenn er Elias vertraute Stimme hörte. Richard saß oft jeden Abend neben Mojas Stall, trank Tee und streichelte sanft seine weiße Mähne. »Ich hatte mal so ein Pferd«, erzählte er Clara nachdenklich. Moja erholte sich allmählich vollständig und begann, leichtfüßig im Hof herumzulaufen, als wolle er seine Gesundheit zur Schau stellen. Die Kinder auf der Station liebten ihn sehr und nannten ihn »das wundervolle alte Pferd«. Eines Tages führte Elia Moja auf den Rasen hinter dem Haus, wo der Himmel blau und die Sonne warm und schön schien. Er nahm die Zügel ab und sagte, »Von jetzt an bist du frei, aber geh nicht weit.« Moja wirrte laut, rannte ein paar Runden über den Rasen und stellte sich dann wieder neben ihn. Es wollte den Ort nicht verlassen, an dem die Menschen es von ganzem Herzen liebten und beschützten. Richard lachte, es entschied sich, dort zu bleiben, ohne Zaumzeug. Moja wurde zu einem Symbol für das Mitgefühl des Zentrums, ein lebendiges Zeugnis. Fotos von ihm und der Geschichte wurden in den sozialen Medien weit verbreitet. Besucher des Krüger Nationalparks kommen manchmal, um das überlebende Wunderpferd zu sehen. Elia erzählte ihnen immer von jenem schicksalshaften Tag, als die beiden Männer gerade noch rechtzeitig eintrafen. Moja lebte noch viele glückliche Jahre, und jede Narbe ist eine unvergessliche Erinnerung. Er war kein verlassenes Pferd mehr, sondern ein unverzichtbarer Teil des Naturschutzzentrums. Und manchmal ist es die Freundlichkeit der Menschen, die ein Schicksal ändern kann. Lieber Freund, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Geschichte zu verfolgen. Vergiss nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.